Hallihallo. Oh, hello. Hello, Henderson. Nice to see you. Hallo, ihr alle. Schön, dass ihr alle da seid. So happy to have so many people here. In total, there are 50 registered ones for this evening. Also in Summe, das sind 50, die sich registriert haben. Schön, dass ihr alle da seid. So we did not plan too much for this evening. We did not speak too much. We are just in the flow and are very happy that we can meet Henderson Ong this evening, this special time. Also wir haben nicht viel geplant, wir haben nicht viel besprochen. Wir sind einfach nur glücklich, dass wir Henderson treffen dürfen. And my wish was to have it a little bit personal, to get to know the Henderson behind the Henderson, like. Also, dass wir den Henderson kennenlernen, so hinter dem Henderson, because Henderson for me is such a wonderful soul, human being, spiritual teacher, Tao dancer, calligraphy, master teacher, Guan Yin lineage holder, guide or whoever. It's so much that is within you. Also es ist so viel in ihm, es ist so viel, was ausdrückt. But most of all, I saw a wonderful being serving at events from the first minute on, building up the event. Also gerade bei den großen Events von Master Sha habe ich vor allem ihn so wahrgenommen. Er war als erster da, diese großen Events mit aufzubauen. Das ist ja viel zu tun, Bühne, Technik, Audio, Video. So there are lots of things to do, like stage, lighting, audio, video. And you've been always the one, really the one who was the last on the truck, in the truck, bringing stuff back into the truck, bringing stuff to the warehouse. Also er war auch immer der ja immer der Letzte auch war beim Zusammenpacken, beim in den LKW räumen, beim in das Lager wieder zurückräumen. And we saw an amazing also appreciation of our spiritual teacher, Master Sha, to you in your upliftments. Und wir haben gleichzeitig auch eine unglaubliche Dankbarkeit unseres spirituellen Lehrers, Master Sha, gesehen, dass er wirklich immer mehr und mehr angehoben wurde. And the last sentence in the last retreat, I was so happy about the sentence of Master Sha when he said, you all need to hear more teachings of Henderson. Und der letzte Satz war eben in einem der Retreats von Master Sha, wir müssen alle einfach mehr ihm zuhören, weil er kann uns ganz viel vermitteln. So, we are very, very happy that you're with us, also for the upcoming Sunday and for this evening. Thank you for joining us. Also wir sind sehr glücklich, dass du da bist. Thank you for inviting me. About your journey. Do you have been always that calm, respectful person where you feel there's no irritation that happens? Also warst du immer schon der ruhige, der entspannte, der Mensch, der irgendwie so keine Irritation irgendwie so zeigt? No. No. In psychology, I would be diagnosed as an anger-based person. Oh, also in der Psychologie wäre er diagnostiziert als eine ärgerbasierte Persönlichkeit. I know, because I studied the Enneagram for 6 years. Also er kennt es, weil er hat diese Ärgerdarstellung, da gibt es eine psychologische Darstellung, anscheinend studiert für viele Jahre, für 6 Jahre. 6 years is more like a doctorate degree, right? Ja. 6 Jahre ist fast mehr als ein Doktorstudium. But I never really went to college for it, but I studied it. But you really studied, okay. Also er war jetzt nie richtig auf der Universität dafür, aber er hat das wirklich studiert. After that, I learned that many things are not just in the mind.
Und danach hat er irgendwie so realisiert, dass viele Sachen nicht nur sich im Geist abspielen. That our human self, the physical, mental, emotional, and spiritual, we think are separate. It's only one because there's only one us. Weil eben wir eigentlich zunächst geglaubt haben, so dass das menschliche Wesen, der Geist, Körper, alles irgendwie getrennt wäre, aber in Wirklichkeit sind es alles nur wir. Es ist ein Wir. We cannot separate that four. It's always one. Wir können die vier jetzt nicht trennen, es ist immer eins. And then at that time I learned it. I understood what was happening to me, but I don't know how to let it go. Und mit der Zeit habe ich dann verstanden, was mit mir passiert, aber ich habe noch keine Idee gehabt, wie ich das loslassen kann. I would follow what the book says. If this energy says this, this is how you reply, so there will be no quarrel. Also ich habe diesem Buch gefolgt und eben mir immer wieder gedacht, okay, wenn das passiert, dann kann ich das gehen lassen. Does that make sense so far? I did not understand quite well what you mean. Whenever an energy, let's say my mother, right? I quarrel with my mother a lot. If I talk to my mother, I will look at the book and read from the book how to answer my mother. So the book that you were studying, the 6-year. Yeah. Okay, also eben er hat dieses Buch immer wieder zur Hand genommen, egal welche Problematik aufgetaucht ist, zum Beispiel die Mama, eine Energie mit der Mutter. Dann hat er im Buch nachgeschaut, okay, so kann ich das behandeln, so kann ich jetzt reagieren. So the book taught me how to answer back properly so there won't be any outrage or quarrel. Also dieses Buch hat mir gut gezeigt, wie ich auf diese Situation reagieren konnte, ohne dass da jetzt ein Streit entstand. And then I understand why these things are happening to me. Und dann habe ich auch verstanden, warum mir diese Dinge passieren. But there is no solution to it. Aber es gab da keine Lösung. And then when I re-met Master Sha the second time, I learned about forgiveness practice. Als ich dann Master Sha zum zweiten Mal getroffen habe, dort habe ich dann gelernt von der Vergebungsübung. Then I applied forgiveness practice to these situations now that the book has taught me what to do, but now I applied forgiveness practice, for example, with my mother. Und so habe ich das dann begonnen anzuwenden zu all den Situationen, die mir so geschehen sind, zum Beispiel die Situation mit meiner Mutter, wo ich zwar im Buch wusste, wie zu reagieren sei, aber nicht wie zu lösen. Und die Vergebungsübung war dann die Lösung. Because from a human standpoint, from a human mind perspective, there is no way things will change. Weil aus dem menschlichen Geist heraus, aus der Perspektive, wird es irgendwie keinen Weg geben, das zu lösen, das zu verändern. But we want to love our mother. We want to be in harmony with our parents and everyone. Aber wir wollen doch unsere Mama lieb haben und wir wollen eigentlich mit unseren Eltern und allen Menschen lieb umgehen. So I started doing forgiveness practice with the soul of my mother. Und dann habe ich mit der Seele von meiner Mutter begonnen, Vergebungsübungen zu machen. It didn't take overnight. It took 3 months. Das ist jetzt nicht über Nacht geschehen, es hat mich 3 Monate gebraucht. One day we were talking, the same Sunday that we talked, I was able to let go. Und eines Tages, ein Sonntag war es, eben haben wir gesprochen wieder und auf einmal ist es mir gelungen, dass ich loslassen konnte. And my mother, who have no idea what I was doing, said to me, I don't know, you're not there anymore. I don't feel you there on the phone anymore. Wow. Und meine Mutter, die ja nicht wusste, was ich so gemacht habe, hat aber plötzlich gesagt, irgendwie bist du jetzt nicht mehr da. Ich spüre dich gerade nicht mehr so wie sonst. She didn't know I was doing forgiveness practice. Sie wusste nicht, dass ich Vergebungsübungen gemacht habe. All she knows, something is gone. Alles, was sie wusste, war, irgendwie ist jetzt was
gegangen. From that day on, my relationship with my mother is new, transformed. Dem Tag an ist meine ganze Beziehung zu meiner Mama neu und transformiert. She still says the same things, Sie sagt immer noch die gleichen Dinge, but I don't react the same anymore. aber ich reagiere nicht mehr so wie früher. That's when I knew Master Sha's teaching was definitely universal principle and law. Und das war der Moment, wo ich richtig tief verstanden habe, dass die Lehren von Master Sha wirklich eben die universellen Prinzipien und Gesetze sind. You cannot go against a universal principle and law. Du kannst einfach dich nicht gegen ein universelles Prinzip oder Gesetz stellen. Master Sha teaches soul secrets, wisdom, knowledge, and practical technique. Master Sha lehrt uns die Seelengeheimnisse, Weisheit, Wissen und praktische Übungen. I know Master Martin is trying to ask me how I came from, where I came from, and I'm giving now a big teaching. Also er weiß, was ich gefragt habe, aber er gibt uns jetzt einfach eine tolle Lehre. We are grateful, thank you. The key is, I have transformed my life to become part of Master Sha's teaching. Aber der Schlüssel war, dass ich mein Leben so entwickeln konnte, dass ich Teil von Master Shas Lehre wurde. And the understanding is beyond beautiful. Und das Verständnis ist jenseits von schön. We don't have to be in our daily mind going around and around anymore. Wir brauchen nicht in unserem täglichen Kopf sein und im Kreis drehen, im Kreis drehen. If we learn the true teaching and apply it, we will be free. Wenn wir die wahre Lehre lernen und anwenden, dann werden wir frei sein. Yeah. All right. Back to the question. Back to more questions. Also zurück zu mehr Fragen. Thank you. I mean, this was a wonderful answer. It was exactly, I guess, what we needed. Yeah, I asked myself about your spiritual past. Like, you've been raised spiritual? How did faith or belief or some connections to saints, how did it happen? Also, ich habe mich immer schon gefragt, wie war deine spirituelle Vergangenheit? Wie ist das entstanden? So I was born in the Philippines, which is a Roman Catholic country. Oh, also er ist in den Philippinen geboren und das ist ein römisch-katholisches Land. I went to Catholic school when I was little. Also als kleines Kind war er schon in einer katholischen Schule. I did the altar boy duties. Also er hat me too, er hat diese Altar, also wie heißt es bei uns, also bei den Messen die Hilfe für die Messe. Die Messdiener. Messdiener auf Deutsch, genau, diese Hilfe geleistet. I joined the choir. Ja, war ein Teil des Chors, me too. So I believe in God. Und ich glaube ganz fest an Gott. But it was true, since I was 5 years old, I remember the religion teacher would say, "What do you pray from God this Christmas?" I would say, "I pray to go home." Und ich kann mich auch erinnern, wie mein Lehrer mich gefragt hat, was betest du so zu Gott jetzt für Weihnachten? Ich habe gesagt, ich bete dafür, heimkehren zu können. And the teachers would be baffled. They don't know what I'm thinking. Und die waren irgendwie ein bisschen dann herausgefordert, weil die nicht gewusst haben, was sollen die Antwort. But throughout my life, I would always say, if I was a cat with 9 lives, I have used up 6 already. Ich habe immer schon gewusst, wenn ich eine Katze wäre mit 9 Leben, dann weiß ich, da habe ich bereits 6 davon genutzt.
I literally walked away from death 6 times. Und ich bin buchstäblich 6-mal quasi dem Tod entronnen. And I know that. Und ich weiß das. I know each and every one of them. Und ich weiß jedes einzige Mal davon. I'll give one example. Ein Beispiel. In the ocean I was 12 years old or under 12 years old. In the ocean, in a floater, I slipped. Und im Ozean war das, da war ich irgendwo so um die 12 Jahre alt und ich bin dort ausgerutscht. And I sat in the bottom of the ocean going blow, 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 blow. Und ich bin dort irgendwie untergegangen bis zum Grund des Ozeans und habe nur so um mich geschaut und blub, blub, blub. And then my uncle came by and kicked me because he was swimming on top of the water. Und dann kam mein Onkel vorbei und der hat mich irgendwie so gekickt von oben, weil der ist so vorbeigeschwommen. So he pulled me out of the water. Und da hat er mich aus dem Wasser gezogen. And he said, "Why are you still here? All the kids already went back to the shack, to the hut to cook. That is why I felt they were so noisy, so I came out to the ocean to swim." Und er hat zu mir gesagt, was tust du hier noch? Alle Jungs sind schon zurück bei der Hütte, die kochen. Deswegen bin ich eigentlich jetzt schwimmen gegangen, weil es so schön ruhig ist. So that means I must be underwater for about a good 20 minutes. Und das bedeutet irgendwie, dass ich so für rund 20 Minuten eigentlich unter Wasser gewesen sein muss. Because my uncle said the kids had to all go back and make lots of noise, and then he had to change and then come out to swim. So that's a good 10 to 20 minutes. Weil er kann es relativ gut abschätzen, weil eben die Kids, also die anderen Kinder, sind eben raus, haben sie umziehen müssen, war einiges an Lärm. Und er hat sich auch, der Onkel hat sich auch umziehen müssen, bis er dann eben die Ruhe hatte, ins Wasser zu gehen. Also kann man es gut einschätzen, dass das mehr als 10 Minuten waren. And as he pulled me out, I wasn't choking. I was just like, "Oh, thank you for pulling me out." Und als er mich so herausgezogen hat, habe ich nicht irgendwie nicht tief atmen müssen oder eben das Wasser rausspucken müssen, sondern ich bin einfach nur raus und eben, warum ziehst du mich heraus? Because I was stuck. I don't know how to swim at that age. Also ich bin da irgendwie, ich konnte zu dem Zeitpunkt nicht schwimmen und das war irgendwie bin dort irgendwie festgefahren. That is why I know God is always watching over us. Das ist so ein Moment, wo ich weiß, dass Gott immer über uns wacht. So that is my religious background. I believe in God. Und das ist so mein religiöser Hintergrund. Ich glaube an Gott. And from then on, everything I ask from God, He gives me. Und von diesem Moment an, jedes Mal, wenn ich Gott um was bitte, er gibt es mir. God, I want to go to America to study. Und immer habe ich gesagt, lieber Gott, ich mag nach Amerika gehen und studieren. I was denied 3 times from the American embassy. Ich bin 3-mal von der amerikanischen Botschaft abgelehnt worden. But I didn't stop. I keep asking God. Aber ich habe nie aufgehört. Ich habe weiter Gott gebeten. Finally, I came, I studied, and then everybody says 90% of international students go home to their country. Und dann, how did the sentence start? After college, people say 90% of international students cannot stay. They go home to their country. Und nachdem ich dort war und auf der Uni war, im College war, eben hat der Staat gesagt, 90% der ausländischen Studenten müssen wieder nach Hause gehen. I told God, no, I want to stay in America. I want to work in the Silicon Valley, the heart of the industrial design and Apple and all this beautiful stuff. Und ich habe ihm Gott gesagt, du, ich mag jetzt da bleiben. Bitte lass mich da bleiben. Ich mag in Silicon Valley arbeiten, in diesem verrückten Gebiet, wo es all diese tollen Firmen gibt, wie Apple und so weiter. Dort mag ich arbeiten. And God gave me. Und Gott hat es mir gegeben. And one day I said, no, God, now I want to do
amazing company that touches the world, just like the guy who draws the Olympic logo. Und dann habe ich mit Gott gebeten, ich möchte für die Firma arbeiten, die wirklich gut ist, die auch so eben Teil des olympischen Logos ist. And again, God gave me Und Gott hat mir diese Firma geschenkt. the largest employment advertising agency. My projects range from Ford Motors Company International to Australian international companies to you name it. It's Boeing, all these big companies. I've worked with them. Und das war eben eine Vermittlungsfirma, eine Werbefirma. Und seine Projekte haben dann gereicht von Ford über australische große Firmen, also wirklich die top großen Firmen wie Boeing. Er hat riesen Projekte dort machen dürfen. It was like what you watch in the movie. This guy got flown to New York to pitch $1 million deal. Das war echt wie im Film, also ebenso wie der Junge, der nach New York geht und einfach dieses $1 Million Geschäft an Land zieht. That was my job. It was stressful. Das war mein Job, das war sehr stressig. You cannot lose a $5 million business. Du kannst nicht einfach so ein $5 Millionen Geschäft verlieren. You will get fired. Ja, du wirst bestimmt hinausgeschmissen. It was stressful. Das war sehr stressvoll. So then I asked God, can I have a job that is bike to work and lots of fun and have more time to myself? Und dann habe ich darum gebeten, lieber Gott, ich mag eben einerseits diesen Job haben, der mich echt erfüllt, aber eben auch mich selber mehr erfüllt, mein Inneres mehr erfüllt. So God gave me. Und Gott hat es mir gegeben. I landed myself in VMware, high-tech company. It's bigger than Google. But it's on the, if you're an IT person, you will know who VMware is. It is the best in the IT industry. Und dann eben hat er es geschafft zu VMA. VMware. Zu dieser Firma, die eben im IT-Bereich einfach die allerbeste ist und größte ist und erfolgreichste ist. I have prepared VMworld trade shows in Berlin before. Und er war auf Handelsmessen. Natascha hat es in den Chat geschrieben, VMware. Also er war überall, auch in Berlin. With this, I was able to bike to work every day for 6 years. Und dann war ich dann plötzlich eben für 6 Jahre da drin in dem Bereich. Because I didn't want a hectic job anymore. I want a relaxed job with high pay, and God gave me. Und ich wollte eben diesen gestressten Job nicht mehr, und der Gott hat mir das gegeben. Ich hatte diesen Job, der entspannt war und super bezahlt. The key is, God is always there, and He always wants to grant us our wish. Und das Schöne ist, Gott ist immer da und Gott will immer unsere Wünsche erfüllen. Our job is to trust and to listen when the message is here. Und unser Job ist eben zu vertrauen und hinzuhören, wenn die Botschaft da ist. That is why many people lose hope, because they don't hear it, because they don't want to hear it sometimes. Und das ist der Punkt, wo die Menschen oft so das Vertrauen verlieren, die Hoffnung verlieren, weil sie nicht zum richtigen Zeitpunkt hinhören. Because sometimes the teacher already gave us the teaching, but we're not ready yet to accept it. Weil manchmal ist es so, dass der Lehrer uns die Lehre schon gegeben hat, aber wir noch nicht bereit waren, sie zu empfangen. And sometimes it takes years before we go, oh yeah, the teacher taught that 2-3 years ago. Und manchmal dauert es Jahre und nach 3 Jahren, 3-4 Jahren sagen wir dann, wow, das haben wir eigentlich schon gehört vor 4 Jahren. That is why Master Sha is so patient with us. Und das ist der Grund, warum Master Sha so geduldig ist mit uns. So with that said, one day I realized that everything I wanted, God gave me. Und so alles zusammengefasst habe ich dann irgendwann mal verstanden, Gott hat mir wirklich immer das gegeben, was ich mir gewünscht habe. So I asked God, what can I do for you? Und dann habe ich irgendwann mal Gott gefragt, was kann ich für dich tun? Then God showed me
Dr. and Master Shah again. Und dann hat mir Gott, Dr. und Master Shah, noch einmal gezeigt. I will tell you, it wasn't easy. Ich muss euch sagen, es war nicht leicht. Here is my example of why listening to the answer may not be easy. Und das ist jetzt mein Beispiel, warum die Antwort zu hören nicht immer leicht ist. How did I met Dr. Jigang Shah or Grandmaster Jigang Shah when I was a teenager? I met him because I had a back injury. Eigentlich habe ich Dr. und Grandmaster Jigang Shah schon als Teenager getroffen, weil ich große Rückenschmerzen hatte. He was a Chinese doctor, Qigong master, acupuncturist specialist. Er war ein chinesischer Arzt, ein Qigong-Meister, ein Akupunkturmeister. He was not a spiritual teacher at that time. Zu dieser Zeit war er kein spiritueller Lehrer. So I went under his needles for 3 months and I was healed completely. Meine große Verletzung war nach einer 3-monatigen Behandlung mit seinen Nadeln komplett geheilt, nach 3 Monaten. The time spent when I was 16 to 17, the time spent with Grandmaster Jigang Shah was beyond profound. Und die Zeit, die ich damals zwischen 16 und 17 mit Grandmaster Jigang Shah verbringen durfte, war sehr, sehr tief. The things I see in the clinic, the stories I hear him teach me or share with me are beyond amazing. Das, was ich damals in der Klinik erleben durfte und die Geschichten, die er mir erzählt hat, die sind jenseits unserer Vorstellungskraft. So here I am, fast forward to the future. God wanted me to find him again. Und jetzt bin ich wieder da ein bisschen in die Zukunft zurückgespult. Gott wollte, dass ich ihn wieder treffe. I asked God, what can I do for you, God? Und ich habe ihn gefragt, lieber Gott, was kann ich für dich tun? The next day, God gave me a reminder who to look for. Und am nächsten Tag hat mir Gott eine Erinnerung geschickt, nach wem ich Ausschau halten soll. God gave me an opportunity to serve my office mate to pick up a heavy box on the floor. Und Gott hat mir eben einen Bürokollegen geschickt, dem ich helfen konnte, eine ganz schwere Box vom Boden aufzuheben. As I lifted up, my whole back created a whole back spasm, just like when I was a teenager. Und ich habe die Box aufgehoben und mein Rücken hat Krämpfe verursacht, genauso wie ich sie hatte, als ich ein Teenager war. It wasn't a pretty picture. Das war kein schönes Bild. I had to ask someone to drive me home, and I had diarrhea instantly because as you pull it up, the muscles just go psh, and then everything has to come out. It was not a pretty picture. Ich habe jemanden gebraucht, der mich nach Hause brachte und es war echt schlimm. Ich hatte sofort den Durchfall, weil eben, wenn sich diese Muskelverspannung wieder löst, dann löst sich wirklich alles und es war kein schönes Bild. But laying in bed, I was happy. Aber dann später im Bett, ich war glücklich. Thanking God for giving me a day off from a busy work. Weil Gott mir einen Tag geschenkt hat, einen Tag der Freizeit von einem sehr beschäftigten Tag. I said, so God, what do you want me to do? Und dann habe ich nochmal gesagt, lieber Gott, was möchtest du, was ich da jetzt tue? Here's what I know in my life. Every time I ask God for something, he will give me an answer. Und das, was ich wusste, ist, jedes Mal, wenn ich Gott um was bitte, er wird mir eine Antwort schicken. And if this back spasm was an answer, then please guide me what to do. Und dieser Krampf im Rücken, das war die Antwort, die mich leiten sollte. I don't hear directly from God normally.
Ich höre normal nicht direkt irgendwelche Botschaften von Gott. I don't see any third eye images. Ich sehe kein drittes Augebild. At that time, I only know God will give you an idea, an answer. That is the answer. Zu diesem Zeitpunkt jetzt auch weiß ich eben, Gott hört uns und er schickt uns die Antwort. So I said, I got it. This back spasm was related to when I was a teenager. Und ich habe es dann kapiert, eben diese Rückenkrämpfe, die waren genau die Verbindung zu dem, was ich erlebt habe als Teenager. 30 plus years ago, I met a doctor called Dr. Jigang Sha. So rund 30 Jahre zuvor habe ich einen Arzt kennengelernt, der hieß Dr. Jigang Sha. And I said, of course, God, I will go learn Qigong and acupuncture. Und ich habe dann gesagt, ja klar, ich lerne Qigong, ich lerne Akupunktur. If that's what you want me to do, I will go study acupuncture school. Wenn du meinst, dass ich das tun soll, ich gehe auf eine Akupunkturschule, ich lerne Akupunktur. I tell you, everything was mysterious because I didn't buy a smartphone for iPhone 1, 2, and 3, and it was already iPhone 4 that year. Also ich habe da kein Telefon gehabt, kein Smartphone, kein iPhone. Und das war das Number 4. Ja, und das war die Nummer 4. My friends would tell me, buy the smartphone, because I'm rich, I'm not poor, but I don't want a smartphone. Und alle haben gesagt, kauf dir doch ein Smartphone, aber er hat gesagt, ich brauche doch keines. I don't listen to music, I don't need timer, I don't need anything that this phone can do. Und er war zwar reich damals, und die Freundin hat gesagt, du bist doch so reich, aber er hat gesagt, ich brauche das nicht, ich brauche die Funktionen nicht, ich brauche keinen Timer, ich brauche keine Musik. But somehow God knows that year I will need a smartphone. Aber irgendwie wusste Gott, in diesem Jahr brauche ich ein Smartphone. The event happened in August. My back spasm happened in August. Und diese Krämpfe im Rücken, die waren im August diesen Jahres damals. July of that year, God gave me a sign that I can upgrade to a smartphone. Und im Juli eben davor hat Gott mir dieses Zeichen gegeben, okay, ich darf upgraden zu einem Smartphone. So my sister was very happy because we have a family plan. So everybody got upgraded to a smartphone finally. Und seine Schwester war so glücklich, weil alle hatten diesen Tarif, diesen Familientarif und jeder hatte dann ein Smartphone. So here I am, lying in bed with a back spasm. I can't move, I can't do anything, but guess what I have? Und dann bin ich eben aufgewacht im Bett mit meinen Krämpfen. Ich konnte mich nicht bewegen, aber ratet mal, was ich hatte. A smartphone to look up Dr. Jigang Sha. Ich hatte ein Smartphone, um nach Dr. Jigang Sha zu suchen. And here it was. I said, hold on, God, there's a problem here. Und ich habe gesagt, lieber Gott, warte einen Moment, irgendwie gibt es da ein Problem. Dr. and Master Jigang Sha is teaching Tao, Source, Karma. Weil irgendwie Dr. Jigang Sha lehrt jetzt Tao, Quelle, Karma. I'm a Catholic, remember God? One God above all with a period. Ich bin doch Katholik, lieber Gott. Wie passt das jetzt da zusammen? And God just smiled. I felt God smiled at me and said, I just want you to study. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass Gott so irgendwie zu mir lächelt und sagt, ich möchte einfach nur, dass du die And that's what folgst. Master Sha tell you. I just want you to come and study. Und Gott hat einfach ihm die Botschaft gegeben, geh einfach und folge diesen Lehren von Dr. Jigang Sha. And I told God, okay, if that's the message, I will give it a try. Und ich habe dann eben gesagt, okay, lieber Gott, wenn das deine Botschaft ist, ich probiere es aus. I'm one of those person I have a very high ego. Also ich bin einer dieser Leute, die ein sehr hohes Ego haben. I always need to have the best of the best. Ich brauche wirklich immer das Beste vom Besten. The best teachers, the best
dance teachers, the best, you name it, world class. Ich wollte immer die besten Tanzlehrer, die Weltklasse-Besten. So before that, I researched all over online to see why Dr. and Master Jigangsha was good, why God sent me to him. Und bevor ich dem sozusagen vertraut habe, habe ich noch online recherchiert, ist Dr. Master Jigangsha wirklich der Beste in dem, was er mir lehrt, was Gott mir da empfiehlt? And I apologized to God. It took me 8 months to quit my job. 18 oder 8? 8. Ich entschuldige mich bei Gott, weil es hat wirklich 8 Monate gebraucht, bis ich meinen Job aufgegeben habe. I'm not telling everyone to quit their job. I'm just saying the quitting of my job is a commitment. Es ist jetzt keine Empfehlung an jeden von euch, eure Berufe aufzugeben. Ich möchte nur sagen, dass mein Aufgeben meines Berufes ein wirkliches Commitment war, ein wirklicher Entschluss war. All Master Sha wants is our commitment. Und alles, was Master Sha wirklich von uns möchte, ist der Entschluss. Right. So after quitting my job, I traveled everywhere I can to follow him. To learn. God says, go learn. Nachdem ich meinen Job aufgegeben habe, habe ich wirklich eben alles getan, war überall dabei, einfach um Master Sha zu unterstützen und zu begleiten. Und Gott hat ihm gesagt, geh und lerne. I thought I quit my job in 2 years after I finish. I'm going to go back to cooking school and become a top chef someday. Und ich habe gedacht, eben noch 2 Jahre, nachdem ich meinen Job aufgegeben habe, werde ich bestimmt irgendwo zurückgehen und werde meine eigene Kochschule gründen. And I had plans of being a top chef here in North America. Und mein Plan war wirklich ein Top-Koch zu werden in Nordamerika. Because I love cooking, I love food. I would fly somewhere just to go eat a delicacy. Weil ich einfach Essen liebe. Ich liebe es selber zu kochen, aber ich bin auch wohin geflogen, einfach nur um gut zu essen. But little did I know, 10 years later, I'm still in this teaching. Aber irgendwie jetzt 10 Jahre danach bin ich immer noch in dieser Lehre. It became my life. It became my life. Es wurde zu meinem Leben. And the only thing I know now. Das Einzige, was ich jetzt weiß. Because there's only one truth to the universe. Dass da wirklich nur eine Wahrheit im Universum existiert. After studying with Dr. and Master Jigangsha, I understood my own religion deeper. Nachdem ich jetzt mit Master Sha so lange gelernt habe und studiert habe, verstehe ich jetzt meine eigene Religion tiefer. I understood why other religions do what they do. Ich verstehe jetzt, warum andere Religionen das tun, was sie tun. And with the techniques of Dr. and Master Jigangsha, I could share and create amazing transformations all over the world. Und mit den Techniken, die ich jetzt von Dr. Master Jigangsha lernen durfte, können wir jetzt auf der ganzen Welt riesengroße Transformation bewirken. And that is the power of his teachings. Das ist die Kraft seiner Lehren. I'll give you an example. I was sent to Thailand to prepare for Master Sha's coming for the show, the art show. Ein Beispiel, das ich euch geben möchte, ich bin nach Thailand geschickt worden, um eben Master Shas Auftritt dort vorzubereiten in der Kunstmesse, Kunstshow. This was a Thai Buddhist monastery. Das war eine thai-buddhistische ein Kloster. Now, they believe in the green Tara. Sie glauben an die grüne Tara. That is their main statue. Das ist deren Hauptstatue. They have a 10,000-year-old antique statue of the green Tara.
Sie haben dort eine 10.000 Jahre alte antike Statue der grünen Tara. It was found in China by one of the richest ladies in China, and the grandmother gave it to this nun, Kumechi Sansane. Und das war ihm über Generationen halt weitergegeben aus China. Und von der Großmutter von jemandem ist es dann weitergegeben worden an das Kloster. So she is known as the nun, the living saint of Thailand, and represents the green Tara. Und sie ist dort bekannt als die lebendige Heilige, the living saint, und Repräsentantin der grünen Tara. So she offers a humanitarian award called the Green Tara Award. Und das, was sie vergibt, ist eine Auszeichnung für humanitäre Arbeit, der Green Tara, also grüne Tara Auszeichnung, Award. And Master Ji Gangsha, our teacher, Dr. Master Ji Gangsha, was going to receive it that year. Und in diesem Jahr sollte es Dr. Master Shigangsha erhalten, diese Auszeichnung. My job was not to teach. My job was to go and design the place for them. Meine Aufgabe war nicht zu lehren dort, sondern hinzugehen und den Ort zu designen, einfach vorzubereiten. But suddenly my translator told me that they would like, the nuns, the local nuns, would like to hear a teaching of what Dr. and Master Sha shares to the world, so that when the big event comes, the nuns know how to share to the local people what to say about Dr. and Master Sha. Und ganz unerwartet und plötzlich hat der Übersetzer dann gesagt, die Nonnen dort wollen jetzt aber wissen, was Master Sha in der Welt lehrt, weil wenn Master Sha dann kommt, dann wollen wir den Teilnehmern dieser Veranstaltung das gut vermitteln können. Und sie wünschen sich, dass Master Henderson, sie unterrichtet in dem. So I check with heaven what to do, what to share. Und wir haben mit dem Himmel gecheckt, was soll ich jetzt teilen, was soll ich lehren? So when the time came, the class came, about 25 to 30 people came. Und in dem Moment, wo das dann stattfand, kamen so 25, 30 Teilnehmerinnen. They were all nuns of different ages. Es waren alles Nonnen unterschiedlichen Alters. And my translator told me, be careful. One of them is the head of the teaching department. Und der Übersetzer hat schon vorbereitet, du sei vorsichtig. Eine davon ist sozusagen das Oberhaupt des Lehrteils. She said, she's tough. If she's not happy with you, she will not endorse Master Sha in Thailand. Und die ist echt streng. Also wenn die nicht mit dir zufrieden ist, dann wird sie Master Sha dann nicht begrüßen für Thailand. Oh, my heart goes, oh, pressure, pressure. Und mein Herz hat gepumpt. Oh, Druck, Druck. That's okay. I flow. Das ist okay. Ich bin in den Fluss gegangen. I flowed out 4 power techniques to share. Und in dieser Verbindung im Fluss habe ich eben die 4 Krafttechniken von Master Sha erhalten und geteilt. What's body power? Kram? No. Körper. Körperkraft. Die Körperkraft. Geisteskraft, Seelenkraft, and Klangkraft. Klangkraft. But when it comes to the Klangkraft, I'm like, oh, be careful. I'm in Thailand. Und dann, als ich so zur Klangkraft kam, wurde mir bewusst, oh, sei vorsichtig, ich bin ja in Thailand. Then my heavens team said, ask them what they chant. They have a chant. Und dann hat mein himmlisches Team mir gesagt, frag doch die Nonnen, was die chanten wollen, die haben bestimmt was. So I asked them, what do you guys chant? Und ich habe sie gefragt, Leute, was chantet ihr? You see their faces all light up and go, oh, you want us to share our teachings with you? Und du hast gesehen, wie die Gesichter erstrahlen und sie sich gefreut haben. Was du willst jetzt, dass wir mit dir teilen, unsere Lehren? I said, yes, tell me. Und ich habe gesagt, ja klar, sag mir. So they chanted, Om Tare Tu Re Soha,
Tare tu re soha. It is the green Tara chant. Und das, was die dann gemacht haben, sie haben das wunderschöne Mantra, Chanting der Green Tara gesungen. And they tell me some rules too that comes with it. Und die haben mir dann auch noch ein paar Regeln dazu vermittelt, die dabei dazugehören. If they decide to chant this mantra, you have to chant it 21 times. Zum Beispiel, wenn du es chantest, dann sollst du es für 21 Mal chanten. You cannot stop in the middle. Once again. You cannot stop in the middle. It is forbidden. Also es ist verboten, in der Mitte zu stoppen. Then you go, aha, I got it. I know why. Dann habe ich gesagt, okay, ich verstehe, ich weiß warum. You know why? Wisst ihr warum? I will tell you. Ich sag's euch. It takes 21 times to reach about 12 to 15 minutes. That is when you get into the condition in Master Sha's teaching. Weil diese 21 Mal, das dauert so 12 bis 15 Minuten und so lange braucht es halt, bis wir in den Zustand kommen, was uns ja auch Master Sha lehrt, in diese Anbindung, in den Zustand zu kommen. So in their teaching, there is no room to make a mistake. You have to chant it 21 times. It's the rule. Then you go in already to the condition. Also in der Lehre gibt es keinen Raum für Fehler. Da musst du das 21 Mal machen und dann gehst du eben in diesen Zustand. I'm like, wow, this is so smart. Their rules are so good. Ich habe mir gedacht, wow, wie cool. Die sind echt so intelligent. Diese Regeln sind wirklich, machen wirklich Sinn. So I said, let's chant it now. Ich sage, okay, lasst jetzt uns chanten. So we chanted it 21 times. Wir haben es 21 Mal gechantet. Imagine a whole group of nuns chanting at the same time with Master Sha's 4-power technique. Jetzt stellt euch mal vor, diese Gruppe an Nonnen 21 Mal chanten in Kombination mit Master Shas 4-Krafttechnik. The nuns chanting alone is powerful. What more if you add Master Sha's 4-power technique? Das Chanten der Nonnen allein ist schon kraftvoll, aber eben könnt ihr euch vorstellen, wie kraftvoll es noch wird, wenn man die 4-Krafttechnik anwendet. After the chanting, one of them yelled out, "My knee pain is gone. My shoulder pain is gone. My back pain is released." Und die Nonnen haben danach aufgejubelt und gesagt, eben meine Knieschmerzen sind weg, meine Rückenschmerzen sind weg, meine Kopfschmerzen sind weg. And one of the younger nuns saw, "I saw green Terra came out in the middle of us." Und eine junge Nonne hat aufgejubelt, ich habe die grüne Tara in der Mitte von uns gesehen, wie sie emporgestiegen ist. The rest were like, oh, what just happened? What just happened? Und die anderen waren nur aufgeregt, was passiert da, was passiert da? Then when time was up, I thanked each and every one of them that came to my class. Und als die Zeit vorüber war, habe ich jeden Einzelnen mich bedankt, der zu meiner Klasse gekommen ist. And the head teacher nun immediately said, "Photo, photo." Und die Hauptlehrerin, die Hauptnonne dort hat dann sofort gesagt, Foto, Foto, Foto. The translator told me, "Good sign, she will endorse Master Sha." Und der Übersetzer hat dann gesagt, gutes Zeichen, sie werden Master Sha begrüßen. See, that's what happens if you go out and share Dr. and Master Sha's teaching. Das ist das, was passiert, wenn man die Lehren von Master Sha hinaustreibt. You don't have to worry it will not work. It will work. Du brauchst dir keine Gedanken machen, ob es funktionieren wird. Es wird funktionieren. There are so many ways. Master Sha always said, creativity and flexibility. Es gibt so viele Wege. Master Sha sagt immer, sei kreativ, sei flexibel. You make sure their hearts are open first. Aber sei immer darauf bedacht, dass die Herzen geöffnet sind. How do you open their hearts? Chant their chanting. Wie öffnen wir ihre Herzen? Nimmt das, was sie chanten. Show them that transformation happens with their own chanting. Zeigt ihnen, wie Transformation mit deren Methoden, mit deren Chanten funktioniert. But what did you add? Master Sha's sacred techniques. Auch das, was wir hinzufügen, sind Master Shas heilige Weisheiten und Lehren.
And that is why it is very powerful to learn these techniques. All of you know it already. Deswegen ist es so kraftvoll, eben all das zu vertiefen, zu lernen, was wir bereits kennen. So now you are empowered to go out and serve. Totally. Jetzt sind wir alle gestärkt, um hinauszugehen, um den Menschen zu dienen und zu helfen. That is why I said studying with Dr. and Master Sha, I learned more than what I could ask for. Deswegen eben mit Master Sha zu lernen, von ihm zu lernen, werden wir mehr erhalten, als worum wir gebeten haben. So I'm sure same as with Master Martin, Master Amadea, and the other master teachers who are in this room, we learn how to just be an open, empty cup. Bestimmt alle, die jetzt so im Raum sind und auch alle Master Teacher, die im Raum sind, wir haben einfach gelernt, wie wir dieses offene Gefäß werden können, diese offene Tasse. And see what the teacher will put in. Und wir schauen einfach zu, was unser Lehrer uns einfügt. And whatever we have, we can go share it with others. Und was auch immer wir haben, wir können es dann mit anderen teilen. Heaven says done. Himmel sagt, wir sind fertig. Wow, wow, wow. Thank you so much. Also danke, danke, danke für all your wisdom, all your sharing, all your heart-opening stories and teachings. Also danke für all das Gelehrte und all das Herzöffnende. Yeah, and so we are looking forward for Sunday, where the topic is the peaceful heart. So wir freuen uns jetzt schon auf den Sonntag, wo das Thema das friedvolle Herz ist. And that would be my final question. I mean, you said anger-based personality, but it feels like you really have already reached this peaceful heart. Is there something what we can hope for to hear at the Sunday workshop from you? Is there something what you would like to share with us on Sunday about this way? Translate. Also eben das, was ich spüre natürlich, also er hat zwar gesagt, er kommt aus dieser ärgerbasierten Persönlichkeit, aus der psychologischen Sicht, aber es fühlt sich doch an, als ob er wirklich dieses friedvolle Herz hat. Was ist das, was uns vermitteln wird am Sonntag? So I will tell you the messages I've been receiving in the month of November and December. Focuses down on one message. Das, was ich machen möchte, ist eben das, was wir so jetzt im November und Dezember gelehrt bekommen haben, das jetzt alles in eine Botschaft herunterzubrechen. You know how Master Sha says, let it go, let it go. Und wir kennen das bestimmt, wenn Master Schatz uns sagt, lass das gehen, lass das gehen, lass das gehen. God's message to me is, one day, when the day is over, and you come see me, what will, I will say, my son, my daughter, how did you do? Weil eines Tages, ist das, was ich von Gott höre, wird der Tag kommen, wo wir uns sehen werden und alles vorbei ist. Und ich werde dich fragen, mein Sohn, wie geht's dir? And I said, God, I will only want to say, I loved, I am grateful, and I served the best I can. Und das, was ich dann zu dir sagen kann und möchte, ist, ich habe geliebt, ich bin dankbar und ich habe das Beste gegeben zu dienen. And God said, wonderful if that is your answer. Und Gott hat gesagt, eben wundervoll, wenn das deine Antwort ist. And that's where we want to be every time, at the present moment. Genau, das ist das, was wir in jedem einzelnen Moment erreichen wollen. If I were to think that back spasm I had helping my coworker to pick up that box was God not loving me, I would not have received the answer to go find Dr. and Master Zhigang Sha. Weil wenn ich diesen Schlüsselmoment versäumt hätte, wo ich diese Box für meinen Arbeitskollegen aufgehoben habe und ich hätte mich zum Beispiel beschwert darüber, diese Schmerzen erleiden zu
müssen, dann hätte ich Dr. und Master Sha nicht gefunden. Sometimes a pain in our life is to help us awaken. Und manchmal ist es so, dass ein Schmerz in unserem Leben dazu hilft, dass wir aufwachen. Or maybe it was a task for people, for you to go serve that type of situation. Und vielleicht ist es genau dort die Aufgabe, dass wir auf diese Weise, in diesem Themenbereich den Menschen helfen. That is why Master Sha says, be grateful for everything. Und deswegen sagt Master Sha zu uns, seid dankbar für alles. Let go of everything that is negative, not needed. Lasst los doch von all dem, was nicht mehr gebraucht wird, was negativ ist. Because even though it was pain, it was the message for me to find him. Und auch wenn es Schmerz war, es war die Botschaft für mich, ihn zu finden. That is why the words are true. God works in mysterious ways. Deswegen stimmen die Worte. Gott arbeitet auf sehr, sehr mysteriöse Weise. If you only look at the happy stuff, you're not looking at the other side of the yin and the yang, universal principle and law. Und wenn wir uns jetzt nur auf das Lustige ausrichten würden, dann schauen wir vorbei an der zweiten Seite, nämlich an der von Yin und Yang, am universellen Prinzip. The faster we accept the universal law of yin and yang, the better, the happier we will be. Und je schneller wir das Gesetz von Yin und Yang akzeptieren, desto besser wird es uns gehen. We will not be upset with the pain and suffering that we had to go through sometimes. Und wir werden uns nicht mehr darüber ärgern, über den Schmerz und das Leid, wo wir zwischendurch durchgehen dürfen. Because those are what Master Sha would say, God is testing you. Weil das ist das, was Master Sha uns erklären würde. Gott prüft uns. Because I was very happy lying in bed with my new found mobile smartphone going, oh, what next? Weil eigentlich war es ganz okay im Bett. Ich war ganz glücklich mit meinem neuen Spielzeug, mit meinem neuen iPhone im Bett damals. Was kann man da als unternehmen? If I was upset at that time, I don't think I would be here today. Wenn ich mich damals eben aufgeregt hätte über den Zustand, wäre ich, glaube ich, heute nicht hier. I was grateful and happy and relaxed. Ich war dankbar, glücklich und entspannt. So I hope I could share how to go up to the last day of your life and say, I love, I am grateful and I serve. Und ich hoffe, ich konnte das vermitteln, dass dieser letzte Tag unseres Lebens die Antwort für Gott sein wird. Ich habe geliebt, ich bin dankbar und ich habe gedient. Thank you so, so much. I had no expectation, but it was beyond expectation. So thank you so much. Also ich habe keine Erwartung gehabt an den Abend heute, aber es war jenseits jeglicher Erwartung, wie schön das war, was Master Henderson mit uns geteilt hat. I want to say something to all the people who are now watching now. Also ich möchte euch allen jetzt, die zuschauen, was sagen. I love Master Henderson's teaching. Each time that I see him, I hear him. Also jedes Mal, wenn ich ihn höre oder sehe, I can get more deep inside what's truly it's about Master Sha and his mission. verstehe ich jedes Mal tiefer, um was es wirklich bei Master Sha und seiner Aufgabe geht. All his stories have a deep meaning behind it. Jeder seiner Geschichten hat eine tiefe Bedeutung dahinter. And many times I smile, but inside of me I want to cry. Oft eben lache ich nach außen, aber in mir wollte ich eigentlich weinen. Because all of us, we had signs of God, how we can do something better in our life. Weil wir hatten alle diese Zeichen in unserem Leben von Gott, was wir im Leben verbessern können. Or even can hear as myself. Oder eben, wenn es uns gelingt, sie sogar zu hören, diese Botschaften.
but we do not trust enough. Aber wir vertrauen nicht genug. And we do not trust the most our spiritual father, Master Sha, enough. Und wir vertrauen am meisten nicht unserem spirituellen Lehrer, Master Sha. And what I learned from Master Henderson in Berlin many years before, Was ich von Master Henderson in Berlin lernte, viele Jahre zuvor, he showed me that he trusts his spiritual father more than his life. hat mir gezeigt, Master Henderson, dass seinem spirituellen Vater, Master Sha, mehr vertraut als sein eigenes Leben. He got to be such a humble person Er ist so eine demütige Person, that gave me trust that I can transform myself better. dass in mir Vertrauen gewachsen ist, dass ich mich auch verbessern I kann, can transform my ego, dass ich mein Ego transformieren kann, and I can open my heart to my spiritual father more. dass ich mein Herz für Master Sha mehr öffnen kann. And this connection is the best example what Master Henderson had in all students that we have in the mission. Und diese Verbindung ist etwas ganz, ganz Besonderes, was Master Sha hat von allen von uns. I was so happy that you say yes to us, Ich war so glücklich, dass du Ja gesagt hast für den Sonntag. because each time if we hear your teaching, we can get not just deep in the connection with heaven, but with our soul too. Weil jedes Mal, wenn wir dir zuhören dürfen, dann haben wir eine tiefere Verbindung mit dem Himmel, aber auch zu unserer eigenen Seele. So may we all Sunday, this weekend, go deeper through Master Henderson's teaching to our own self and to heaven. Und deswegen ist es wirklich schön, wenn wir alle zum Sonntag uns verbinden können und durch die Lehren von Master Henderson uns besser mit dem Himmel und uns selbst verbinden können. And then we will realize the teaching of Master Sha that he gives to all of us in all those years. Und dann werden wir noch tiefer verstehen, was uns Master Sha eigentlich in all den Jahren geben. Thank you for your beautiful soul, Master Henderson. Danke für deine wunderschöne Seele, lieber Master Henderson. Thank you for being with us in Europe many times and blessing all our countries, especially Germany and now Austria and Switzerland. Wir danken dir so sehr für all deinen Segen auch der letzten Jahre in Europa, speziell für Deutschland und jetzt auch Österreich und Schweiz. We deeply love you. Wir lieben dich sehr. Now I'm speechless. I'm very honored and grateful to serve. Also jetzt bin ich sprachlos, ich bin sehr geehrt, dass ich euch dienen darf. Very grateful to be invited to serve. Ich bin sehr dankbar, eben eingeladen zu sein, zu dienen. As I said, the more we study, the more we become. And that's where we want to be, to become the teachings. Das, was ich eingangs gesagt habe, je mehr wir es lernen und studieren, desto mehr werden wir die Lehre. And the more we live the teachings, the more we are happier. Und je mehr wir diese Lehre auch leben, desto glücklicher werden. Then that means we are able to let go. Das bedeutet, dass wir in der Lage sind, loszulassen. Let go of the emotional, mental, physical situations. Loszulassen von den emotionalen, mentalen und körperlichen Zuständen. And only harness the beauty in the physical, mental, and emotional aspect of life. Only? Harness. Also nur das zu ernten. Can I say it again? Like gather or grab or Einfach nur das zu ernten, was eben jetzt für uns zu ernten da ist in jeder Situation, das Schöne. So Master Sha says, don't misunderstand that the physical is still important. Also versteht nicht falsch, das körperliche, physische ist schon wichtig. We need this physical body to serve. Wir brauchen diesen physischen Körper, um zu dienen.
but we can let go of the physical pains, anxiety, all the mental and emotional, let it go. Ja, wir können vom Rest eben, von den Schmerzen, vom mentalen, emotionalen, das können wir gehen lassen. How? I heard how. Danke, danke, danke. Thank you, thank you, thank you. Wir freuen uns. Danke dir so sehr. Thank you so, so much. We're looking forward to Sunday. Hoping that we see everyone. Hoffen, dass wir jeden von euch sehen können. Dass ihr Zeit habt, wir werden es aufzeichnen. Und um gleich auch ein bisschen Werbung für was anderes zu machen. Ich glaube, Tanja, du hast ihn noch tanzen. Ist das richtig? Ja, vielen Dank, Martin. Wir haben, das ist ganz lieb von dir. Wir haben am Samstag, gibt es einen Tanzworkshop mit Master Henderson und mir. Da werde ich noch den Link posten in allen Veranstaltungsevents. Und am Freitagabend gibt es auch ein wunderschönes Event, nämlich den Pathway to Dao, den Weg zum Dao. Das ist das Thema diesmal Dachien Bay. Das hatte ich schon überall gepostet. Ja, da wäre ich ganz froh, wenn ihr alle dabei wärt. Das wäre so schön. Wir wollen Christmas Special machen, also besondere Weihnachtslieder spielen, einfach gemeinsam Seelentanz machen, alte Dinge loslassen aus dem alten Jahr und Neues uns wünschen und aufnehmen. Das wird ganz viel Freude. Oh, super. Danke dir. Ganz Es war toll. so schön, danke. So we shared also the beautiful event with you, dancing on Saturday and Friday night, Dachien Bay. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much. Should we all together give our hearts all together to Master Henderson? We connect our hearts and we send him the most greatest love for all the projects that he has, for all the workshops that he will do, and to share our gratitude for the whole year 2020 to him. For all the support to the mission, to Master Shah, to all the students, consciously and unconsciously. Wir senden unsere größte Liebe an ihn, für alles, was getan hat, für seinen Dienst, bewusst oder unbewusst bei uns allen, weil dient Master Shah und den Missionen in ganz einer besonderen Form. Danke. Thank you for you. Love, 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 love. And then, Put your mind in the message center. Bringt euren Geist ins Botschaftenzentrum. Wow, wow, wow. Thank you for the huge blessing. Danke für den riesigen Segen. So viel hat unser Botschaftenzentrum verlassen dürfen. Und ganz viel Freude und Leichtigkeit. So many things could leave our message center in so much joy and easiness. Thank you.
Yeah, we don't want to stop, but Go prepared for the next program. yeah. Thank you so much and thank you everyone for joining. Danke euch allen, auch wenn wir nicht aufhören wollen. Schön, dass ihr alle da wart, alle bei uns wart, wir alle zusammen waren. Habt eine schöne, schöne Zeit. Natasha especially made that Thai background. So thank you everyone. Danke euch allen. Schönen Abend. Bye-bye. Tschüss. Bye-bye. Thank Thank you, you, Master Henderson. Henderson. Danke. Bye. Bye-bye. Danke. Tschüss. Danke, Bye. Papa. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Danke. Bye. Bye. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Ciao. Danke.